Hallo zusammen, das ist das finale Video für die Einleitungswoche zu den Videokonferenzen, die das Jungschmiedetreffen 2020 mit dem Thema Fill the Toolbox, Füllen einer Werkzeugkiste abschließen. Dazu werden erst ich was sagen, dann der Präsident des IFGS Thomas Maria Schmidt etwas sagen und am Abschluss auch noch Emil Geis etwas dazu sagen. Und zwischendrin seht ihr dann hauptsächlich die eingesendeten Werkstücke und wie Emil und ich so einen praktischen Werkzeughalter wie den hier vorne machen. Als wir mit den Planungen zu dem diesjährigen Jungschmiedetreffen begonnen haben, haben wir nicht gedacht, dass es so eine riesige Resonanz geben würde. Zu dem Zeitpunkt war ganz Europa und die ganze Welt total in Corona-Hand und ja, die Idee war ja auch da so ein bisschen gegenzusteuern. Und glücklicherweise haben sich Leute aus Deutschland, Finnland, den Niederlanden, belgische Kollegen, einige dabei, ein Kollege aus Argentinien, Kollegen aus Britannien, aus Österreich, aus Ungarn, haben sich zurückgemeldet, um an diesem Projekt teilzunehmen. Und es ist eine total tolle Sammlung entstanden von Werkzeugen, die man in der Schmiede benutzen kann. Viele Detailkniffe dabei, auf die ich so gar nicht gekommen wäre und wahrscheinlich auch der eine oder andere sonst nicht. Und das ist ein wunderbares Geschenk, das die Teilnehmer sich da gegenseitig und auch der Nachwelt gemacht haben. Und dafür sind wir sehr dankbar als Jungschmiede. Bei den Einsendungen sind die verschiedensten Werkzeuge dabei, von mehreren Zangentypen, Boxfüße, Biegegabeln, verschiedene Hämmer, Lochmeißel, andere Meißel, Untergesenke, ein Horn für einen Amboss, wirklich viele, viele tolle Sachen dabei. Hallo liebe Freunde und Mitglieder des IFGS e.V. Wie jedes Jahr veranstalten wir auch in diesem Jahr ein Jungschmiedetreffen, um den Nachwuchs zu fördern, um den Nachwuchs ins rechte Licht zu rücken und dem Nachwuchs auch auf die Schulter zu klopfen. Dieses Jahr hat sich das Thema etwas schwieriger gestaltet wie in den vergangenen Jahren, zum Beispiel im Freilichtmuseum Hagen 2019 oder auch in Hasloch bei der Firma Kurz 2018 oder ganz zurück an den Anfang 2017 an der Pfälzer Waldhütte Hohe List bei Pirmasens. Dieses Jahr hat die Initiative des Jungschmiedetreffens die Jugend selbst übernommen in Person von Patrick Beck oder auch mit Paul Osbander und mit Emil Geis. Sie veranstalteten oder haben veranstaltet, wir kommen nun zum Ende, ein Schmiedetreffen, was noch nie da gewesen war auf der Ebene des Internets. Da wir auch modern und fortschrittlich sein wollen in unserem Verein und auch mit der Zeit gehen möchten, finde ich es angebracht, diesen Weg zu gehen. Und ich denke auch, er ist den Jungschmieden gelungen. Von meiner Seite Respekt für das Ergebnis. Nun möchte ich noch kurz sagen, dass der Dank natürlich bei den Jungschmieden liegt, aber auch bei Paul Voss, der ständig der Begleiter ist, der bei den Machern des Jungschmiedetreffens, der im Hintergrund koordiniert und versucht, Probleme, die entstehen, auch mit den Jungschmieden zu bewältigen. Ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis. Im Moment des Interviews sind wir gerade am Zusammenfassen der eingereichten Arbeiten und ich bin der Überzeugung, dass wir ein hervorragendes Ergebnis haben. Ich bin auch der Überzeugung, dass die Idee gut ankommt. Wie man auch sieht, wurde diese Idee schon des Öfteren in Deutschland und Österreich kopiert. Und meiner Meinung oder meines Wissens nach war die Grundidee für ein solches Schmiedetreffen
auf der Internetbasis die Idee von Patrick Beck und man sollte ihm einen besonderen Lob nochmal aussprechen. So, jetzt möchte ich nicht länger mit Worte um mich werfen, sondern die Augen und die Ohren sollen sehen und hören, was passiert ist, was entstanden ist. Und ich wünsche euch allen, sowohl den Mitgliedern als auch den Freunden des IFGS und auch selbstverständlich jeder, der sich dafür interessiert, der ein aufgenommener Gast ist, viel Spannung bei dem Anschauen und eine kurzweilige weitere Zeit. Ich bedanke mich im Namen des IFGS, des Vorstands und denke, wir sollten nächstes Jahr, wenn es von Corona wieder ermöglicht wäre, ein Schmiedetreffen-Veranstaltung, wo wir auch quatschen, trinken, essen und spielen können. Dankeschön nochmal und dann, ich hoffe, bis zum nächsten Jahr. Dann bleibt mir auch noch, mich zu bedanken, ganz besonders bei meinem Kollegen Patrick, der das sehr stark hier organisiert hat. Und natürlich beim Vorstand des IFGS, also dem Thomas Maria. Nächstes Jahr gibt es natürlich auch wieder ein Jungschmiedetreffen, wozu wir euch jetzt schon herzlich einladen wollen, auch wenn noch nicht feststeht, wann das sein wird und wo das sein wird, was wir da tun. Aber es gibt definitiv eins, wir wollen das auch weiter fortführen. Aber auch unser Werkzeugprojekt soll weiter fortgeführt werden. Wir wollen unsere Werkzeugkiste, die jetzt entstanden ist, immer noch weiter auffüllen und hoffen da auch weiterhin auf rege Beiträge. Aber auch unsere Website freut sich über weitere Dokumentationen, sodass wir am Ende quasi ein kleines Webarchiv haben, wo sich Leute, die dem Schmiedehandwerk schon lange zugewandt sind oder halt auch neu dazu finden, immer wieder dran orientieren können und ihre Ideen daraus sammeln können und Vorschläge für Werkzeuge bekommen und dass wir da einen Austausch haben, der halt dadurch, dass es im Web ist, auch international bleibt. Das hat dieses Jahr wunderbar funktioniert und es würde uns freuen, es ist quasi ein Herzensprojekt geworden, das etwas weiterzuführen. Man hat das jetzt schon so ein bisschen im Hintergrund teilweise gesehen und jetzt sind wir morgen und nächste Woche gibt es die Videokonferenzen dazu. Dazu haben wir eine mit der Allzweckzange von Wilhelm Weyer und eine mit dem V-Switch vom Rico Kokri aus Finnland. Ja, und ich wünsche uns eine schöne Woche damit. Vielen Dank für eure Teilnahme und ja, bleibt gesund.